Vielleicht liebst du deine Katze mehr, als du es ihr jemals zeigen könntest. Du sorgst für gutes Futter. Du machst ihr Katzenklo sauber. Du kaufst Spielzeug, weiche Schlafplätze und wahrscheinlich auch Dinge, die sie konsequent ignoriert. Doch Katzen erkennen Liebe nicht daran, wie viel Geld du für sie ausgibst. Sie achten auf viel kleinere Dinge. Auf deine Stimme, auf deine Hände, auf die Art, wie du sie ansiehst und vor allem darauf, ob sie in deiner Nähe selbst entscheiden darf. Manche Gesten, die für uns liebevoll wirken, können eine Katze sogar verunsichern. Eine spontane Umarmung, ein Griff nach ihr, während sie schläft. Oder eine Hand, die sich von oben nähert, ohne dass sie darauf vorbereitet ist. Das bedeutet nicht, dass deine Katze dich nicht liebt. Vielleicht versteht sie nur manche deiner Liebesbeweise anders, als du denkst. In diesem Video zeige ich dir 7 kleine Gewohnheiten, mit denen du deiner Katze jeden Tag auf eine Weise Nähe zeigen kannst, die sie wirklich versteht. Keine komplizierten Übungen, keine teuren Produkte, nur ein paar bewusste Momente. Und die letzte Gewohnheit beginnt mit einer Berührung, die sich für viele Katzen ganz anders anfühlt. Doch zuerst geht es um einen Fehler, den wir oft schon beim Begrüßen machen. Wenn wir unsere Katze sehen, möchten wir sie sofort berühren. Wir strecken die Hand aus, beugen uns über sie und beginnen, ihren Kopf zu streicheln. Für uns ist das eine freundliche Begrüßung. Für die Katze kommt diese Berührung manchmal zu plötzlich. Katzen erkunden ihre Umgebung stark über Gerüche. Bevor sie engen Körperkontakt zulassen, möchten sie oft erst wissen, wer oder was sich ihnen nähert. Deshalb kannst du eine Veränderung ausprobieren. Halte deiner Katze zunächst nur einen Finger oder deine locker geschlossene Hand hin. Nicht direkt vor ihr Gesicht, sondern mit etwas Abstand. Dann wartest du. Kommt sie näher und schnuppert, sammelt sie Informationen. Reibt sie anschließend ihre Wange oder Stirn an deiner Hand, hat sie die Berührung selbst begonnen. Erst jetzt streichelst du sie. Dieser kurze Moment macht einen großen Unterschied. Du überrumpelst deine Katze nicht mehr. Du fragst gewissermaßen um Erlaubnis. Und genau das stärkt Vertrauen. Achte aber auch auf ihre Antwort. Dreht sie den Kopf weg, duckt sie sich oder geht sie zurück? Respektierst du dieses Nein, lernt deine Katze etwas Wichtiges. In deiner Nähe muss sie sich nicht verteidigen. Ihre Signale werden verstanden. Doch Nähe entsteht nicht nur durch Berührungen. Manchmal entsteht sie gerade dann, wenn du überhaupt nichts von deiner Katze verlangst. Viele Katzenhalter glauben, gemeinsame Zeit müsse aktiv sein. Man müsse spielen, streicheln oder mit der Katze sprechen. Sitzt die Katze nur ein paar Meter entfernt, wirkt es so, als würde zwischen Mensch und Tier nichts passieren. Doch deine Katze nimmt sehr genau wahr, wie du dich in ihrer Nähe verhältst. Eine Katze legt sich nur dort entspannt hin, wo sie sich sicher fühlt. Bleibt sie mit dir im selben Raum, obwohl sie jederzeit gehen könnte, ist das bereits ein Vertrauenszeichen. Setz dich deshalb regelmäßig in ihre Nähe, lies etwas. Trink einen Kaffee. Arbeite am Computer oder schau aus dem Fenster. Versuche nicht, sie zu dir zu locken. Greif nicht ständig nach ihr. Lass sie einfach entscheiden, wie viel Abstand sich gut anfühlt. Vielleicht liegt sie zunächst auf der anderen Seite des Raumes. Nach einigen Tagen wählt sie möglicherweise den Sessel neben dir. Irgendwann legt sie sich vielleicht direkt an dein Bein. Der entscheidende Punkt ist nicht, wie nah sie kommt, sondern dass sie freiwillig kommt. Für eine Katze ist freiwillige Nähe oft wertvoller als festgehalten zu werden. Und wenn sie bei dir zur Ruhe kommen kann, hast du ihr Sicherheit gegeben. Doch auch eine entspannte Katze braucht jeden Tag die Möglichkeit, etwas zu tun, das tief in ihrer Natur verankert ist. Zu beobachten, zu lauern, zu verfolgen und schließlich zu fangen. Viele Katzen spielen nicht deshalb wenig, weil sie faul geworden sind. Häufig ist das Spiel für sie einfach nicht interessant genug. Wenn ein Spielzeug immer gleich vor ihrem Gesicht bewegt wird, ist es keine Beute. Beute läuft selten direkt auf eine Katze zu. Sie verschwindet hinter einem Möbelstück. Sie bleibt plötzlich stehen. Sie bewegt sich langsam und schießt dann unerwartet davon. Genauso solltest du eine Spielangel führen. Bewege sie von deiner Katze weg. Lass sie hinter einer Ecke verschwinden. Mach zwischendurch Pausen. Warte, bis deine Katze sich duckt oder die Hinterbeine anspannt. Dann beginnt für sie die Jagd.
Wichtig ist auch, dass sie am Ende gewinnen darf. Lass sie das Spielzeug fangen und festhalten. Sonst endet die Jagd immer mit Frust. Schon wenige intensive Minuten können besser sein als eine halbe Stunde gelangweiltes Herumwedeln. Ein gelungenes Jagdspiel beschäftigt nicht nur den Körper. Es fordert die Aufmerksamkeit und gibt deiner Katze ein Erfolgserlebnis. Du wirst dadurch nicht nur zu der Person, die das Futter bringt. Du wirst Teil eines Erlebnisses, das ihren natürlichen Bedürfnissen entspricht. Doch selbst das schönste Spiel verliert seinen Wert, wenn deine Katze anschließend keinen geschützten Rückzugsort hat. Katzen schlafen sehr viel. Während dieser Zeit verarbeiten sie Eindrücke und erholen sich von körperlicher und mentaler Anspannung. Und trotzdem fällt es uns schwer, eine schlafende Katze in Ruhe zu lassen. Sie sieht friedlich aus und man möchte sie hochnehmen. Für uns ist das Zuneigung. Für die Katze kann es ein Schreckmoment sein. Im Schlaf ist sie besonders verletzlich. Wird sie plötzlich angefasst oder angehoben, muss ihr Körper innerhalb eines Augenblicks reagieren. Vielleicht erschrickt sie sichtbar. Trotzdem kann sie lernen, dass dieser Schlafplatz nicht vollkommen geschützt ist. Manche Katzen suchen sich dann schwer erreichbare Orte. Das wirkt manchmal so, als wollten sie sich vom Menschen zurückziehen. In Wirklichkeit möchten sie möglicherweise nur ungestört schlafen. Eine der liebevollsten täglichen Gewohnheiten besteht deshalb darin, nichts zu tun. Wenn deine Katze tief schläft, lass sie schlafen. Du kannst dich ruhig an ihr vorbei bewegen und leise mit ihr sprechen. Aber wecke sie nicht nur, weil du gerade Nähe möchtest. Denn Vertrauen bedeutet auch, dass deine Katze in deiner Gegenwart ihre Wachsamkeit ablegen darf. Bis hierhin ging es vor allem darum, deiner Katze Entscheidungen zu lassen. Doch es gibt auch Signale, mit denen du aktiv Sicherheit zeigst. Eines davon benutzt du wahrscheinlich bereits: deine Stimme. Viele Menschen sprechen mit ihrer Katze automatisch etwas weicher und höher. Vielleicht kommt dir diese Stimme albern vor. Doch für deine Katze kann genau dieser Ton besonders leicht erkennbar sein. Wichtiger sind Klang, Rhythmus und Lautstärke. Eine ruhige Stimme kann ankündigen, dass gleich etwas Angenehmes passiert. Sprich deshalb mit ihr, wenn du den Raum betrittst. Sag ihren Namen, bevor du sie berührst. Vermeide hektische Wechsel zwischen lauter und hoher Stimme. Sanft bedeutet nicht schrill. Deine Stimme soll vertraut wirken. Besonders bei zurückhaltenden Katzen kann diese Gewohnheit helfen. Sie wissen dann frühzeitig, wo du bist und was du tust. Doch es gibt noch ein stilleres Signal. Vielleicht hast du beobachtet, wie deine Katze dich ansieht und dabei langsam ihre Augen schließt. Dieses langsame Blinzeln wirkt unscheinbar, ist aber ein Zeichen von Entspannung. Eine Katze, die sich bedroht fühlt, beobachtet starr. Du kannst ihr dieses Signal zurückgeben. Sieh deine Katze dabei nicht starr an. Richte deinen Blick weich auf sie. Lass deine Augen langsam zufallen und öffne sie wieder entspannt. Dann schau kurz zur Seite. Manche Katzen blinzeln sofort zurück. Andere drehen nur leicht den Kopf. Erwarte keine spektakuläre Reaktion. Du sagst deiner Katze damit: Du kannst dich entspannen. Ich bedränge dich nicht. Probiere es besonders in ruhigen Momenten aus. Und jetzt kommen wir zu der Berührung, die für viele Katzen besonders angenehm ist. Nicht jede Katze möchte am Bauch gestreichelt werden. Auch der Rücken kann empfindlich reagieren. Sehr viele Katzen bevorzugen jedoch den Bereich rund um die Wangen und unter dem Kinn. Dort befinden sich Duftdrüsen, mit denen Katzen markieren. Gleichzeitig sind das Stellen, die eine Katze nicht selbst pflegen kann. Beginne nicht sofort mit kräftigem Kraulen. Lass deine Katze zunächst an deiner Hand schnuppern. Gibt sie dir ein positives Signal, streichst du langsam mit den Fingerspitzen über die Wange oder den Bereich hinter einem Ohr. Beobachte ihre Reaktion. Hebt sie den Kopf an? Drückt sie ihre Wange gegen deine Finger? Dann gefällt ihr die Berührung wahrscheinlich. Wird ihr Schwanz unruhig oder dreht sie den Kopf plötzlich zu deiner Hand, solltest du aufhören. Das ist kein persönlicher Rückzug. Es bedeutet nur, dass die Berührung jetzt genug war. Es geht darum, rechtzeitig zu merken, wann deine Katze eine Pause braucht. Du musst nicht alle 7 Gewohnheiten sofort perfekt umsetzen. Beginne heute mit einer einzigen.
Deine Katze wird wahrscheinlich nicht plötzlich auf dich zulaufen und dir überschwänglich ihre Liebe zeigen. Katzen verändern ihr Verhalten in kleinen Schritten. Sie bleibt etwas länger im Raum, sie erschrickt seltener, sie sucht häufiger deinen Blick. Diese Veränderungen wirken unscheinbar, doch für deine Katze bedeuten sie sehr viel. Denn echte Nähe entsteht nicht dadurch, dass du deine Katze möglichst oft festhältst. Sie entsteht in dem Moment, in dem deine Katze erkennt: Bei diesem Menschen darf ich selbst entscheiden, meine Grenzen werden respektiert, meine Bedürfnisse werden verstanden. Und genau hier bin ich sicher.